Hallo liebe Freunde der Stimme und des Klanges. Heute möchte ich dir mal die Naturtonreihe erklären anhand einer Grafik, die ich hier schon vorbereitet habe und gleich noch vervollständigen werde. Und es handelt sich jetzt hier um den Beginn der Naturtonreihe, denn diese geht weiter bis ins Unendliche. Dafür steht diese Lemniskate hier. Und insofern ist das hier der Bereich der singbaren Obertöne. Denn wir können zur Naturtonreihe auch Obertonreihe sagen, wenn wir sie betrachten ab dem ersten Oberton, der eben oberhalb des Grundtones liegt, der hier unten in jedem Klang mitschwingt als die Basis, aus der heraus sich die ganzen Obertöne bilden. Dafür gibt es auch noch andere Synonyme, nämlich Partialtöne, Teiltöne oder auch harmonische, im Englischen Harmonics. Und es hat sich eingebürgert unter Oberton singenden Menschen, dass wir deshalb die Obertöne auch abkürzen mit H und ihnen dann eine Nummer geben. Und da beziehen wir den ersten Grundton hier mit ein. Also die erste Frequenz ist dann hier H1. Das schreibe ich mal gerade ran, dass wir hier schon mal einen Start haben. Und damit du mitrechnen kannst, gebe ich dir hier eine Beispielfrequenz und die setzen wir mal mit 100 Hertz an, also 100 Schwingungen pro Sekunde, damit wir einfach leichter rechnen können, wenn wir jetzt nach oben weitergehen. Und ja, die Obertonreihe und Naturtonreihe ist so aufgebaut, dass es sich immer um ganzzahlige Vielfache der Grundtonfrequenz handelt. Das heißt also, der erste Oberton ist zweimal so schnell wie die Grundtonfrequenz und befindet sich damit schon hier eine Oktave über dem Grundton, weil das ist eben die Definition von einer Oktave, doppelt so schnell wie der Grundton, auf den sie sich bezieht. Das wäre also hier H2. Und wenn wir hier weitergehen, dann siehst du, die zweite Oktave wäre ja wieder eine Verdopplung mit 400 Hertz und dazwischen muss irgendwo noch ein Oberton sein mit 300 Hertz und der bildet hier eine Quinte. Also wir haben hier den ersten Oberton, den zweiten Oberton und den dritten Oberton, aber von der Zählweise her ist es H1, H2, H3, H4, sodass wir hier diese Ziffer immer hier wieder auch finden bei der Frequenz, die dann eben x-mal so schnell ist wie der Grundton. Ja, das ist hier H3 und hat ein Intervall von einer Quinte, wobei diese Quinte nicht ganz übereinstimmt mit der Quinte aus der 12-Ton-Skala, sondern die eine von den beiden hat 2% Abweichung. Und die Frage ist immer, worauf beziehen wir uns? Ich beziehe mich jetzt hier auf die Naturtonreihe und das ist ja ein physikalisches Gesetz, was unveränderbar ist. Von daher kann man sagen, die 12-Ton-Skala hat eine 2%ige Abweichung von der Naturtonreihe und nicht andersrum. So, wie geht's weiter? Wir werden jetzt gleich feststellen, dass es eine Verdichtung gibt. Hier in der ersten Oktave gab es keinen Oberton. In der zweiten Oktave gab es einen Oberton. Und dieser eine findet sich hier natürlich auch wieder, weil die Verdopplung von 300 wäre 600. Und das wäre dann auch hier wieder eine Quinte. Denn wir erinnern uns, die Verdopplung bewirkt eine Oktave darüber. So. Und dann kommt hier in dieser Oktave noch jeweils ein Oberton dazu. Klar, zwischen 600 liegt noch 500. Und bevor wir hier zur 800 kommen, brauchen wir noch die 700. Und diese bildet hier eine natürliche Septime, die eben auch keine kleine und keine große ist, sondern eine natürliche Septime mit 31% Abweichung zu den anderen Septimen. Und hier haben wir eine natürliche Terz. Und die hat auch schon eine 19%ige Abweichung zur großen Terz, liegt also zwischen der kleinen und der großen. Und ist interessanterweise die Terz, die auch Kinder singen, wenn sie anfangen zu singen. Bevor sie lernen, kleine und große Terzen zu singen, singen sie erstmal die Naturterz. So, du siehst jetzt hier die Verdichtung in dieser Oktave gegenüber dieser. Und jetzt wird es noch dichter. Und deswegen ist es hier in diesem Bereich auch schwieriger, die Obertöne zu singen. So, in diesem Bereich hier könnte man anfangen, die Obertöne singen zu lernen. Wenn du das tun möchtest, dann empfehle ich dir hier mit dem U zu beginnen, wie in dem Wort Musik, also gewissermaßen ein doppeltes U, da ist nichts anderes drin, kein anderer Vokal, kein Ü, kein O, kein sonst was, nur reines U.
dann kommst du hier eventuell schon genau auf diesen Oberton 2 Oktaven über dem Grundton. Ich mache das mal vor. Und du hörst, hier gibt es ein Ü. Das wäre also die Variante für dich, wenn du möchtest, mal in dieser Obertonreihe selber die Erfahrung zu machen, wie es klingt, wenn du aus dem Gesamtklang die Teiltöne herausfilterst. Was eben geschieht durch die Verwandlung des Us in das Ü und wieder zurück auf die bestmögliche Weise. Das ist gewissermaßen die Abkürzung fürs Obertonsingen und damit auch ein guter Einstieg. So, weil es gibt da drumherum noch viele Techniken, die du anwenden kannst und die du lernen kannst. Gerne auch in meinem Videokurs, den ich in diesem Video natürlich verlinkt habe, oder auch im Live-Webinar, was am 5.7. stattfindet. Und hier geht es jetzt weiter. Vorher bezeichne ich aber nochmal die anderen, und zwar natürlich hier mit H8, weil diese 8 muss mit dieser 8 übereinstimmen. Ja? Und das heißt, wir haben hier H5, H6, H7, H8. Und damit es nicht zu dicht ist, obwohl hier passt es ja noch hin, kann ich es noch hinschreiben. So. Und vielleicht hast du auch gehört, dass wir hier an einer Stelle sogar den Dur-Dreiklang haben. Der kann dir auch eine Orientierung bieten in der Naturtonreihe, wenn du auf deinem Instrument oder mit deiner Stimme in die Naturtöne einsteigst. Dann merkst du, hier an dieser Stelle gibt es den Dur-Dreiklang. Ich singe den nochmal einzeln. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu der Oktave, die schon ziemlich voll ist mit Obertönen. Da geht es auf folgende Weise weiter. Wir haben hier natürlich wieder die Quinte. Und welche Zahl hat die dann? Ja, welche Frequenz? Das kannst du dir jetzt schon selber zusammenreimen. H12 und hier 1200 Hertz. Ja, die vierte Oktave hat dann natürlich wieder die Verdopplung von der dritten, also 1600. Und du merkst, jetzt wird es hier schon zu dicht, um die Zahlen in dieser Größe reinzuschreiben, aber hier kann ich die Punkte wenigstens mal deutlich machen. Also hier hätten wir H10 und hier hätten wir H14. Das wäre wieder die natürliche Terz, ne, Verdopplung von H5 ist H10. Und diese hier wäre die natürliche Septime, Verdopplung von H7 ist H14. Und dann sind wir bei H16, aber dazwischen haben wir eben noch H9, H11, H13 und H15. Und ja, die lassen sich schon anspruchsvoll singen und trainieren, ist möglich, aber braucht eine Weile, weil die so dicht liegen, dass unsere Feinmuskulatur da auch an ihre Grenzen kommt und unsere Wahrnehmungsfähigkeit eben auch. Aber ich will es trotzdem mal andeuten, wie es klingt, wenn du hier von H8 hochgehst in Richtung H12, vielleicht sogar darüber hinaus. Das war es schon an dieser Stelle von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte, mit der Oberton- und Naturtonreihe stärker und tiefer in Kontakt zu kommen. Ich will mal noch einen Vokal hier anschreiben, das ist das I, um deutlich zu machen, wenn du hier weitergehen möchtest mit den höheren Obertönen, dann solltest du dich in Richtung I bewegen. Auf dieser Strecke hast du die größte Chance, die Obertöne kennenzulernen. Und wie gesagt, wenn du mehr wissen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Ich bin auch für Einzelsessions offen, online oder in Präsenz in Berlin. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute für dich und deine Stimme.